Hallo und herzlich willkommen bei Brekina. In dieser Woche möchte ich Ihnen was ganz Besonderes zeigen. Sie werden schon merken hier um mich herum, wir sind nicht im Studio, wir sind auch nicht im Brekina-Archiv in dieser Woche. Wir sind heute auf Tour und drehen gleich 4 Videos. Warum gleich 4? Spielwarenmesse steht vor der Tür. Wir haben sehr viel zu tun in den Zeiten und da würden die Videos zu kurz kommen. Und damit Sie nicht ganz auf uns verzichten müssen, drehen wir heute 4 Videos am Stück. Das erste ist hier beim Formenbau unseres Zulieferers im Schwarzwald. Was braucht man, um Bauteile von einem Modell zu fertigen? Das sind 2 Sachen. Erstmal Material und zum Zweiten eine passende Form. Und da die wenigsten von Ihnen wissen, wie so eine Form aussieht oder so eine Form schon mal von Ihnen gesehen haben, möchte ich sie einfach hier ganz kurz zeigen. Eine Form besteht aus sehr vielen Teilen. Die meisten bleiben zusammen. Während des Produktionsvorgangs bewegen sich in der Hauptsache 2 Teile, Oberteil und Unterteil. Man kennt es aus der Kindheit, wenn man am Sandkasten mit Formen was gemacht hat. Ähnlich, nur deutlich perfektioniert, funktioniert hier der Kunststoffspritzguss. Wir sehen hier die Form vor uns liegen. Die beweglichen Teile sehen wir hier. Kenner werden sofort erkennen beim Blick in die Form, um was es sich hier handelt. So, als kleine Hilfe habe ich hier das Endprodukt beigelegt. Das ist die Inneneinrichtung, die Sitzplatte für unseren VW T1. Mit diesem Werkzeug fertigen wir 2 dieser Bauteile gleichzeitig. Beide sehen Sie hier. Wie entsteht so eine Form? Wie teuer ist so eine Form? Beim Preis muss ich anfangen und sagen, es ist ja nicht die eine Form beim Modell. Ein Modell besteht ja aus 4, 5, 6 oder 7 Bauteilen. Wir brauchen für jedes Modell so eine Bauform und so ein Satz Formen inklusive Vorarbeit, Vermessung des Originalfahrzeugs liegt heute bei ca. 40.000 €. Kann jeder rechnen, 40.000 € kostet so eine Form. Wir haben keine Artikel, die 100 € kosten. Also müssen wir relativ viele Modelle verkaufen, um diese Form zu amortisieren. So eine Form kann man dann machen, wenn man mindestens 12.000 bis 15.000 Modelle verkauft. Ansonsten rechnet sie sich einfach nicht. Die Form hier gehört, wie ich schon gesagt hatte, zu unserem VW. Die Form ist, würde ich jetzt sagen, Baujahr 1988, 1989, hat schon Hunderttausende, ein Vielfaches Hunderttausende an Abspritzungen hinter sich. Nicht jede Form macht es mit. Es gibt Aluminiumformen, es gibt teilgehärtete Formen, es gibt komplett gehärtete Formen, Formen aus Stahl, wie gesagt Aluminium. Und die Strategie der Firma Brekina in den 80er, 90er Jahren war schon sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Man hat damals die besten Materialien, die beste Vergütungen, die beste Härtemethode gewählt, um eben langlebige Formen zu haben. Und ist unser Glück heute. Wir freuen uns da sehr darüber. Man sieht hier exakt, was aus dem Teil später werden sollte. Ja. Teil liegt dann so ein. Ein Gegenstück sehen wir hier. Wir werden im Video, was wir nächste Woche veröffentlichen werden wir zeigen, wie die Form in der Maschine funktioniert, wie der Vorgang vor sich geht. Hier als Basis für diese Woche zum ersten Mal ein Blick in die Form, dass man sich vorstellen kann, was später in der Maschine für Vorgänge ablaufen. Zweite Voraussetzung für gute Bauteile ist das Material. Auch hier habe ich 2 Muster vorbereiten lassen. Das wird Sie jetzt sehr verwundern. So, nehmen wir das Bauteil dazu. So,
in dieser Farbe benutzen wir, oder dieses Granulat wird hauptsächlich benutzt. Es ist ungefärbt, keinerlei Farbstoffe drin. Es sorgt dafür, dass das Modell eine hohe Dichte hat, dass man nicht durchschauen kann. Da sind Stabilisatoren drin, alles ist in diesem Material vereint. Wenn man das jetzt so spritzen würde, wäre das Fahrzeug in dieser Farbe, so ein leichtes Champagnerfarben, hellbeige, helles Elfenbein, wie man es nennen möchte. Um aber später solche Bauteile rauszukriegen, wird hochaktives Färbegranulat beigefügt. Das sehen wir hier im Behälter nebendran. Und zur Überraschung aller, Sie werden es mir nicht glauben, aber wirklich, es ist so. Aus diesem Material wird später exakt in dieser Konstellation dieses durchgefärbte blaue Bauteil, was wir nächste Woche in der Maschine sehen werden. Ja, die Färbkraft des Granulats ist so hoch, ja, dass wirklich 2, 3 bis 5% Zugabe des Färbegranulats ausreichen, um so ein hochdeckendes, perfektes Material zu bekommen. Was haben wir hier generell für ein Material vorliegen? Es ist sogenanntes ABS-Material. ABS ist ein Duroplast. Kleine Erklärung, was ist ein Duroplast? Es gibt im Prinzip 2 verschiedene Kunststoffarten. Duroplasten und Thermoplasten. Ein Thermoplast wird, wenn Sie ihn erwärmen, weich, schmilzt weg. Ein Duroplast wird es nicht tun. Wenn Sie ihm Wärme zuführen, passiert nichts bis zum gewissen Grad und irgendwann dann verbrennt er. Sie werden dann schwarze Blasen und so weiter finden, aber das Material schmilzt nicht weg. Typisches Bauteil, was aus dem Duroplasten auch gefertigt wird, sind bei Ihnen zu Hause die Lichtschalter. ABS hat den größten Vorteil von ABS, liegt darin, dass es deutlich mehr Glanz hat als ein Thermoplast. Das ist auch der Grund, warum wir es verwenden. Im Modellbau werden teilweise auch Thermoplasten verwendet, aber überwiegend beim Häuschenbau, weil ein Haus muss ja nicht glänzen im Gegensatz zum Auto. Wenn Sie sich jetzt ein Haus unseres Kollegen Fallers zum Beispiel nehmen so ein Modell von Brekina stellen, da sehen Sie genau den Unterschied. Für jeden Zweck das richtige Mittel. Für den Häuschenbau ist es ein Thermoplast, bei uns ist es ein Duroplast. Am Glanzgrad werden Sie sofort den Unterschied erkennen, wenn Sie es zum Vergleich nebeneinander halten. Soweit die kurze Einführung zu Form und Material. In der nächsten Woche werden wir das Video zeigen an der Maschine. Dann werden Sie sehen, wie aus dem Material so ein wunderschönes Endprodukt wird. Ich verabschiede mich dahin und sage besten Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.